Wir sitzen, 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 sitzen. Sitzen, bis der Arzt kommt. Dabei ist der Mensch gar nicht für das Sitzen gemacht. Zu viel Sitzen macht krank. Das ist in vielen Studien bewiesene, traurige Wahrheit. Die Liste ist lang. Marco Del Curto, Erfinder des Bellychair, hat schon in jungen Jahren Probleme mit dem Rücken. Ein aktuelles Bild von meinem Rücken und von vorne gesehen. Und wenn man das in die Achsen legt, sieht das von vorne gesehen so aus. Aber Not macht erfinderisch. Damals sind die Zeichentische groß gewesen und man hat mit einem Zeichenapparat hat man sich so auf den Tisch gelegt und hat man dann so gezeichnet. Und ich selber habe eine spezielle Technik entwickelt, wo ich unten die Hüften immer auf den Tisch gelegt habe und so gezeichnet habe. Und in wenigen Jahren oder in wenigen Monaten hatte ich so einen starken Rücken, dass eigentlich alles weggegangen ist. Die ganzen Rückenschmerzen, die ganzen Probleme waren weg. Intuitiv hat er ein perfektes Training für seinen Rücken erfunden. Passiert ist dann zumal Folgendes, dass der Rücken, die Muskulatur haben sich natürlich durch das tägliche Training, das war fast den ganzen Tag, 8 Stunden, haben sich die unglaublich stark entwickelt. Ich hatte ganz starke Rückenmuskulatur und die haben den Rücken gestärkt und gestützt und das ist bis heute so geblieben. Und dann habe ich mir gedacht, in einem Büro, die ganzen Leute auf der ganzen Welt haben Probleme mit dem Rücken. Und dann habe ich mich daran zurückerinnert, was mir damals so geholfen hat. Und dann haben wir den Bellychair, der sieht jetzt so aus, entwickelt. Und dieser Stuhl hat es in sich. Ich habe hier einen Bellychair. Der Bellychair ist ein ganz besonderer Stuhl, beziehungsweise würde ich ihn nicht mal als Stuhl deklarieren, sondern ich nenne ihn eher meinen kleinen Trainingshelfer. Der Bellychair ist ganz einfach zu benutzen. Und zwar setze ich mich auf den Stuhl wie auf ein Pferd, auf einem Sattel, gehe mit dem Bauch vorne an die Lehne ran und bin automatisch aufgerichtet. Das heißt, meine Brustwirbelsäule, meine Lendenwirbelsäule ist aufgerichtet, mein Becken kippt nach vorne und meine Schulterblätter fallen automatisch schön nach hinten, weil ich mich halten muss. Timo Dahm ist Physiotherapeut und kennt sich mit Rückenproblemen aus. Neben seiner Arbeit in der Praxis in Coburg führt Timo Dahm auch betriebliches Gesundheitsmanagement in Unternehmen ein und kennt deshalb die Problematik mit dem leidigen Thema Rücken. Dadurch weiß er die Vorteile, die der Bellychair für den Rücken bringen kann, zu schätzen. Wenn ich auf dem Bellychair sitze, zieht er mich automatisch aus dieser Haltung raus und lässt gar keine andere Haltung zu. Er lässt mich nur nach vorne, ich kann mich nur aufrichten, ich kann mein Becken nur leicht nach vorne kippen, so dass ich eben automatisch meine Muskulatur einsetzen muss und automatisch gerade sitze. Kein anderer Stuhl, auf dem ich normal sitze, hält mich in dieser Position oder zwingt mich in dieser Position zu bleiben. Während der Arbeit die Rückenmuskulatur trainieren ist sinnvoll. Was man nicht unterschätzen sollte, der Bellychair ist kein Medizinprodukt, sondern ein Sportgerät. Ein echtes Sportgerät. Also als ich das erste Mal den Bellychair in meinem Büro stehen hatte und ihn das erste Mal ausprobieren durfte, war ich circa eine Dreiviertelstunde auf dem Bellychair gesessen und war am nächsten Tag schon überrascht, dass ich Muskelkater hatte. Währenddessen war es natürlich eine sehr unbequeme Erfahrung. Man rutscht ein bisschen hin und her, versucht sich aus der Lage ein bisschen rauszuwinden, weil man merkt, dass die Muskulatur ordentlich arbeitet. Die Muskulatur muss mich in der Aufrichten halten und kann mich nicht locker fallen lassen, weil so kann ich nicht arbeiten. Die Muskulatur muss also meinen Rücken aufrichten und halten, dass ich arbeiten kann, und so wird meine Muskulatur eben gekräftigt. Das Team um Mario Del Curto weiß, dass der Bellychair genau das ist, was in Zukunft in Büros und Homeoffices benötigt wird. Ein Sportgerät, das dabei hilft, die Rückenmuskulatur zu optimieren. Aber das Büro ist nicht der einzige Bereich, in dem der Bellychair eingesetzt wird. Vielseitig einsetzbar, auch an anderen Arbeitsplätzen. Nicht nur im Büro an der Tastatur, sondern auch in gewerblichen Betrieben, wie zum Beispiel am Fließband, an einer Werkbank, an einem Werkstück oder tatsächlich auch auf die Therapie, an der Therapiebank oder auf einem Therapiestuhl. Sehr interessant ist der Ansatz, den Bellychair auch als Therapiestuhl einzusetzen.
Als Therapiestuhl wäre der Belly Chair durchaus einsetzbar. Ich denke gerade an neurologische Patienten mit MS, Parkinson oder Schlaganfall, die extreme Schwierigkeiten haben, ihre Muskulatur selektiv anzusteuern. Das heißt, gezielt eben verschiedene Muskelgruppen anzusteuern, um eine Bewegung damit zu erreichen. Mit dem Belly Chair könnte ich dem Patienten einen Sitz ermöglichen und ihn beschäftigen mit einem Ball, mit einem Spiel. Ich denke gerade an Ergotherapeuten, die sehr viel auch mit den Händen arbeiten, um dann eben unterbewusst dem Patienten die Aufrichtung zu ermöglichen und damit auch dem neurologisch erkrankten Patienten eine Kräftigung der Rückenmuskulatur zu ermöglichen. Ob beim Physiotherapeut, im Unternehmen oder als privates Trainingsgerät. Die Einsatzgebiete sind vielseitig. Das Ziel ist klar. Belly Chair Rückentraining ist eine wirkungsvolle Waffe gegen Rückenschmerzen. Nehmen Sie jetzt mit uns Kontakt auf.